Die 19-jährige Brooke Wilberger lebte in Oregon und wuchs in einer großen Familie auf. Sie war das 5. von 6 Kindern. Das Lernen fiel ihr leicht. Sie war eine vielversprechende Sportlerin und liebte Basketball, Snowboarden und Laufen. Als Brooke 16 war, begann sie sich mit ihrem langjährigen Freund Justin zu treffen. Beide waren gläubige Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Während Justin auf einer 2-jährigen Mission für die Kirche war, schrieb sich Brooke an der Brigham Young University in Utah ein. Als Kind hatte Brooke Sprachprobleme. Sie begann erst mit 4 Jahren zu sprechen. Die Wahl der Universität hing weitgehend damit zusammen, dass es dort eine der besten Sprachtherapieschulen gab. Sie träumte davon, Menschen mit Sprachproblemen zu helfen und ihnen zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen. Ihre Familie sagte, dass Brooke zwar schüchtern war, aber nie schwieg, wenn sie etwas oder jemanden für ungerecht hielt. Sie war ihrer kleinen Gemeinde entwachsen und wollte mehr sehen, sodass sie bereit für das Studentenleben war. Das erste Jahr verlief hervorragend. Nach dem ersten Studienjahr kehrte Brooke, wie viele andere Studenten auch, für den Sommer nach Hause zurück und wollte sich etwas dazu verdienen, um über die nächsten Monate zu kommen. Ihre Schwester Stephanie verschaffte ihr einen Job in der Wohnanlage Oak Park in Corvallis, etwa 50 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt. Stephanie wohnte nicht nur in dieser Wohnanlage, sondern leitete sie auch zusammen mit ihrem Mann, sodass es für Brooke der ideale Nebenjob für den Sommer war. Leicht und ohne Einschränkungen für ihr aktives Sozialleben. Sie hatte vor, ein paar Tage bei Stephanie zu bleiben, ihre Schichten zu arbeiten und sich dann mit Freunden zu treffen. 24. Mai 2004, Anfang der Woche, ein warmer Montagmorgen in Corvallis, Oregon. Stephanie und Brooke hatten vereinbart, zwischen ihren Schichten zusammen Mittag zu essen. Gegen 10 Uhr schaute Stephanie aus dem Fenster und sah Brooke, wie sie einen Eimer Wasser füllte, um die Straßenlaternen zu putzen. Ein paar Stunden später, als sie damit beschäftigt war, das Mittagessen für ihre Kinder und ihre Schwester zu kochen, bemerkte Stephanie plötzlich, dass es schon weit nach 13 Uhr war. Brooke war spät dran. Stephanie schnappte sich die Kinder und sagte scherzhaft, »Okay, lasst uns eine Suchmannschaft bilden«, und machte sich auf den Weg, um die Gegend zu erkunden. Sie dachte, Brooke hätte sich mit einem der Nachbarn unterhalten oder wäre in ihre Arbeit vertieft. Doch plötzlich sah sie etwas, das sie stutzig machte. Der Eimer mit Wasser und die Reinigungsmittel standen neben dem Laternenpfahl. Als sie näher kam, bemerkte Stephanie Brookes Flipflops. Sie waren schmutzig und der Zehensteg war gerissen. Stephanie hatte den Eindruck, als wären sie buchstäblich aus den Füßen gerissen worden, als sie versucht hatte, sich festzuhalten. Sie rief ihren Mann herbei. Sie suchten noch ein wenig in der Gegend, aber als sie gegen 15 Uhr feststellten, dass Brookes Handy, Handtasche und Geldbörse in ihrem verschlossenen Auto lagen, war klar, es war Zeit, den Notruf zu wählen. Die Polizei reagierte sofort auf Stephanies Alarm. Offensichtlich war Brooke nicht jemand, der einfach so verschwand, ohne etwas zu sagen. Mehrere Anwohner gaben an, gegen 10:30 Uhr Schreie gehört zu haben, aber niemand hatte etwas gesehen. Die Nachricht verbreitete sich augenblicklich. Während einige Ermittler die Anwohner befragten, überprüften andere die lokalen Kriminellen, von denen es in der Gegend etwa 2000 gab, sodass eine Menge Arbeit vor ihnen lag. Natürlich wollten sie mit ihrem Freund Justin sprechen, aber er war auf der anderen Seite der Welt auf einer Mission in Venezuela und alle bestätigten sein Alibi. Er und Brooke hatten von einer Hochzeit und einer großen Familie geträumt. Justin konnte nicht glauben, dass dies nun seine Realität war. Er wurde schnell von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Die ganze Stadt war in Angst. Jemand war noch unter ihnen. Wer würde das nächste Opfer sein? Der Fall Brooke wurde schnell zu einem der bekanntesten in der Geschichte Oregons. Hunderte von Menschen beteiligten sich an der Suche. Sogar das FBI wurde eingeschaltet. Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort von Brooke kamen aus dem ganzen Bundesstaat und sogar aus benachbarten Regionen. Nach ein paar Tagen kamen die Ermittler auf die Spur eines Mannes namens Sung Koe. Er geriet sofort in den Verdacht. Der 30-jährige Einsiedler lebte mit seinen Eltern 130 Kilometer von Corvallis entfernt. Die Polizei wurde auf ihn aufmerksam, als sich herausstellte, dass er jahrelang Damenunterwäsche aus Studentenwohnheimen gestohlen hatte. Dafür war er bereits wegen Einbruchs vorbestraft. Eines der ausgeraubten Wohnheime befand sich an der Universität von Oregon, nur einen Steinwurf vom Oak Park entfernt. Bei einer Durchsuchung von Koes Wohnung wurden Tausende von Damenunterwäsche gefunden.
Die Ermittler vermuteten, dass dieses Verhalten leicht in etwas Schlimmeres ausarten könnte. Vor Tagesanbruch, fast eine Woche nach Brooks Verschwinden, stürmte die Polizei Coes Haus. Auf seinem Computer fanden sie Zehntausende Fotos und Videos von sexueller Gewalt, Folter und Verstümmelungen sowie eine Datei mit dem Namen Oregon University. Das Dokument war nach Brooks Verschwinden erstellt worden und sein Inhalt schockierte alle. Es handelte sich im Wesentlichen um eine Anleitung, wie man ein Sexualverbrechen begeht und der Strafe entgeht. Was man anziehen und mitnehmen sollte. Es gab jedoch keine direkten Beweise, die ihn mit dem Verschwinden von Brooke in Verbindung brachten. Trotz der schrecklichen Funde wurde Coe schließlich aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen. Daten von seinem Handy, seinem Computer und Quittungen bestätigten, dass er an diesem Tag mit seinem Vater zu Hause war und einkaufen gegangen war. Später wurde er wegen Einbruch und Diebstahl zu 7 Jahren Haft verurteilt, und seine Eltern verklagten die Behörden wegen übermäßiger Härte bei der Durchsuchung. Letztendlich erhielten sie $300.000 Entschädigung. Tage und Wochen vergingen. Seit einem Monat war die 19-jährige Brooke wie vom Erdboden verschwunden. Mit jedem Tag schwand die Hoffnung, sie lebend zu finden. Die Ermittler gingen einer Spur nach, die zu einem dunkelgrünen Minivan, möglicherweise Baujahr 1997, führte, der mehrfach in Zeugenaussagen erwähnt worden war. Sie suchten nach einem Mann namens Brian. Er war es, der den Notruf gewählt und von demselben Minivan berichtet hatte, der am Tag von Brookes Verschwinden gefährlich durch die Stadt gefahren war. Mehrere Personen hatten einen ähnlichen Van in der Nähe der Universität gesehen. So bemerkte beispielsweise Bob, ein Mitarbeiter der Universität, ihn auf einem Parkplatz mit einem Nummernschild aus Minnesota. Der Fahrer unterhielt sich mit einer Studentin. Diese erzählte später den Mitarbeitern, dass sie sich durch sein Verhalten verängstigt gefühlt habe. Eine andere Frau sagte, der Van habe abrupt vor ihr angehalten, der Mann sei ausgestiegen und habe die hintere Tür geöffnet. Sie sei sofort weggerannt. Es gab Hinweise auf einen Zusammenhang, aber es gelang nicht, den Besitzer des Wagens und seine Beteiligung zu ermitteln. Es vergingen qualvolle 6 Monate ohne neue Hinweise. Die Suchmannschaften stellten ihre Arbeit ein, das Leben ging weiter wie bisher. Und dann, im November, 2200 Kilometer von Corvallis entfernt, in Albuquerque, New Mexico, erhielt die Polizei einen Anruf, den man nicht ignorieren konnte. Er erinnerte zu sehr an den Fall Brooke. Darlene war mit ihren Töchtern unterwegs, als sie eine völlig nackte Frau hysterisch und unter Tränen die Straße entlang rennen sah. Die Frau rannte zu einem Restaurant und rüttelte an der Tür. Darlene hielt an und nahm sie mit in ihr Auto. Die Frau stellte sich als 22-jährige Studentin aus Russland heraus. Unter Tränen erzählte sie, dass sie von hinten gepackt, mit einem Messer an die Kehle gehalten, in ein Auto gezerrt, vergewaltigt und dann mit ihren eigenen Schnürsenkeln gefesselt worden war. Der Angreifer, ein großer, kräftiger Mann mit rasiertem Kopf und Bart, fuhr sie zu einer Wohnanlage, ging in eine der Wohnungen und ihr gelang auf wundersame Weise die Flucht. Darlene rief die Polizei und beschrieb das Auto. Ein zweitüriger roter Kleinwagen mit Blumen im Innenraum und einem Spielzeug am Fenster. Der Besitzer wurde schnell gefunden. Joel Patrick Courtney, ein verheirateter Vater von 3 Kindern aus einem Vorort von Albuquerque. Er wurde ein paar Blocks vom Tatort entfernt mit einem Messer festgenommen. Es stellte sich heraus, dass Joel ein Wiederholungstäter war. Im Jahr 1991 war er bereits wegen sexueller Nötigung inhaftiert worden und war danach mehrfach wegen Verbrechen aufgefallen. Der 38-jährige Joel verbrachte den größten Teil seines Erwachsenenlebens damit, durch das Land zu ziehen und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Er war in Alaska, Florida, New Mexico und Oregon. Seine Frau Rosie hat erst vor wenigen Tagen eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragt, nachdem er versucht hatte, sie zu erwürgen. Seine Schwester Dina erzählte, dass Joel als Kind ein Genie war und ihm alle eine glänzende Zukunft prophezeiten. Aber mit 11 begann er, verbotene Substanzen zu konsumieren, wobei er von Jahr zu härteren Substanzen überging, und danach begeisterte er sich für Satanismus. Er schloss die Schule nicht ab, landete aber regelmäßig wegen verschiedener Verbrechen in Jugendstrafanstalten, die er im Alter von 18 Jahren begangen hatte. Dina gab sogar zu, dass er sich nachts in ihr Zimmer schlich, sie würgte und versuchte, sie zu missbrauchen. Eine Zeit lang schien es, als hätte er sich gebessert. Mit 23 Jahren lernte Joel Rosie kennen, sie bekamen Kinder.
Trotz all des Schreckens, den sie wegen ihm durchgemacht hatte, vergab Dina ihrem Bruder und versuchte, die Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten. Doch nach einigen Jahren verfiel er erneut in illegale Substanzen und Alkohol, und alles wurde nur noch schlimmer. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme rauchte Joel regelmäßig verbotene Substanzen, betrank sich und wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Er wurde schnell wegen Vergewaltigung, Entführung und Körperverletzung einer 22-jährigen Frau angeklagt. Während der Verhöre kam einer der Ermittler nicht umhin zu denken, dass der Fall dem Fall Brooke Wilbarger, der damals in den Medien heiß diskutiert wurde, sehr ähnlich war. Die beiden junge Frauen sahen sich sehr ähnlich und wurden auf fast identische Weise entführt. Der Ermittler kontaktierte die Polizei in Oregon und fragte, ob sie etwas über Joel wüssten. Es stellte sich heraus, dass Joel am Tag von Brookes Verschwinden mit seiner Familie in der Gegend gewesen war. Als seine Schwester Dina von der Verhaftung erfuhr, dachte auch sie sofort an den Fall Brooke. Obwohl Brookes Leiche nie gefunden wurde, wurde sie offiziell für tot erklärt. Während Joel in der Zelle saß, sammelten die Ermittler monatelang Beweise. Als sie das Auto fanden, das er damals fuhr, stellte sich heraus, dass es ein dunkelgrüner Minivan war, genau wie der am Tag von Brookes Verschwinden gesehen worden war. Die Kriminaltechniker zerlegten das Auto in seine Einzelteile, untersuchten jedes Detail und kamen nach einigen Monaten zu einem eindeutigen Ergebnis. Im Innenraum wurde Brookes DNA gefunden. In einer von Joels Taschen fanden sie ihre blonden Haare. Sie hatten sich in einem Haargummi verfangen. Die Untersuchungen bestätigten, dass sie vergewaltigt worden war. Joel wurde am 29. November wegen Entführung und Vergewaltigung einer Studentin in New Mexico verhaftet. Der entscheidende Unterschied: die Frau konnte fliehen und überlebte. Als Joel die Anklage verlesen wurde, lachte er den ganzen Tag mit seinen Zellengenossen darüber. Er bestritt hartnäckig, jemals von Brooke gehört zu haben. Aber als seine Mutter ihn besuchte und ihn direkt fragte, »Hast du sie getötet?«, zögerte er und erklärte dann, dass er dafür niemals bestraft werden würde. Im Januar 2007 entschied das Gericht trotz Joels Aussage, er sei psychisch krank und daher unzurechnungsfähig, dass er voll zurechnungsfähig sei und sich für seine Tat an Brooke vor Gericht verantworten müsse. Brookes Mutter Cam erfuhr diese Nachricht am Steuer ihres Autos. Zunächst musste Joel sich für den Angriff auf die Studentin in New Mexico verantworten. Joel bekannte sich schließlich schuldig und erhielt 18 Jahre Haft. Vor Gericht benahm er sich abscheulich, er beleidigte den Richter. Die Polizisten gaben zu, je mehr er sein wahres Gesicht zeigte, desto mehr kochte die Wut in ihnen hoch. Sie schworen sich, dass er ihnen sagen würde, wo Brooke war, und dafür sogar die ganze Welt auf den Kopf stellen würden. 5 Jahre waren seit Brookes Verschwinden vergangen. Im Jahr 2010 drohte Joel die Todesstrafe, und die Staatsanwälte boten ihm einen Deal an. Er sollte ihnen sagen, wo die Leiche versteckt war, und sie würden die Höchststrafe aufheben. Monatelang verspottete er alle und weigerte sich zu kooperieren. Doch nach mehreren brutalen Schlägen durch seine Mitgefangenen wurde er plötzlich weich. Die ganze Zeit über hatte er sein Wissen über die Grabstätte als Trumpfkarte ausgespielt, und nun beschloss er, diese Information zu verkaufen. Seine Bedingung: er sollte die restliche 18-jährige Haftstrafe in New Mexico näher bei seiner Familie verbüßen und nach seiner Entlassung nach Oregon zurückkehren, wobei die Todesstrafe aus den möglichen Strafen gestrichen werden sollte. Der Deal wurde angenommen. Joel bekannte sich schuldig und gab seiner Familie endlich das, wofür sie all die Jahre gebetet hatte. Die Plakate »Brooke Wilbarger wird gesucht« wurden 5 Jahre nach ihrem Verschwinden entfernt. Die Polizei von Oregon hatte die Überreste der 19-jährigen Studentin gefunden. Die Leiche wurde 20 Kilometer westlich des Entführungsortes auf einem Privatgrundstück unter einem umgestürzten Baum entdeckt. Die Identität wurde anhand von Zahnunterlagen und einer silbernen Uhr bestätigt, die Cam seiner Tochter zu Weihnachten geschenkt hatte. Sie befanden sich noch immer an Brookes Handgelenk. Die Familie, die sich stets würdevoll verhalten hatte, bedankte sich sogar vor Gericht bei Joel. Joel gestand schließlich, dass er an diesem schicksalhaften Tag gezielt nach einer jungen Frau gesucht hatte. Vor Brooke hatte er versucht, 2 andere Studentinnen zu entführen, genau die, die ausgesagt hatten. Als er Brooke jedoch allein sah, änderte er seine Taktik und gab sich als Lieferwagenfahrer aus. Als sie näher kam, packte er sie, hielt ihr ein Messer an die Kehle, zerrte sie in den Wagen, fesselte sie mit Klebeband und vergewaltigte sie. Dann fuhr er sie in den Wald, wo er sie die ganze Nacht festhielt und am Morgen zu Tode prügelte. Er versteckte die Leiche sorgfältig und gab zu,
dass man sie ohne sein Geständnis niemals gefunden hätte. Der genaue Tatort im Fall Wilberger wurde nicht bekannt gegeben. Man weiß nur, dass es sich in einer waldreichen Gegend im Bezirk Benton ereignet hat. Die Anwohner stehen noch immer unter Schock. Obwohl die Geschichte von Wilberger alle erschüttert hat, wollen die Anwohner ihr Leben nicht ändern. Joel hat sich nie bei der Familie entschuldigt und keine Reue gezeigt. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Das FBI geht davon aus, dass Joel ein Serienmörder sein könnte. Man hat Verbindungen zu mindestens 3 weiteren Opfern in Oregon gefunden. Die Geschichte von Brooke hat die Stadt jahrelang nicht losgelassen. Ehemalige Freiwillige haben noch immer Tränen in den Augen. Für Corvallis war dies ein Wendepunkt. Aber die Einwohner wollen nicht, dass ihre Stadt nur mit dieser Tragödie in Verbindung gebracht wird. Vom Putzen der Laternen und Plänen für das Mittagessen mit der Schwester zum Albtraum innerhalb weniger Minuten. Cam vergleicht ihre Trauer mit einem Eisberg. Was die Außenwelt sieht, ist nur die Spitze. Der wahre Schmerz liegt im Inneren und ist unermesslich tiefer. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.